Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Main, auf S31, denn wir beobachten auf dem Server ziemlich spannende Ereignisse, die sich hier überschlagen. Ja, und zwar ist hier eine ziemlich krasse Dynamik entstanden die letzten Tage, beziehungsweise die letzte Woche. Ja, denn wenn wir hier mal in die Gilde schauen zu Celtic, haben wir hier auch zwei Neuankömmlinge, die wir auch schon aus der alten Gilde kennen, und zwar Seth und Mordai, ne, die, was beides wirklich Heavy Hitter sind, so. Ne, das sind mit auch einer der stärksten oder mit die stärksten hier auf S31, vom Level her unangefochten und die waren vorher auch in Flames of Destiny gewesen und siedeln sich jetzt auch hier in der Gilde Celtic mit ein. Was natürlich sehr spannend zu beobachten ist, denn Seth war früher beziehungsweise die Gildenleiterin gewesen von S31, von Flames of Destiny und es ist ziemlich spannend zu beobachten, wie sich der Server bzw. die Gilden gerade so ein bisschen verändern und wie sich das Ganze so abspielt hier auf dem Server, denn Flames of Destiny hat immer weniger Mitglieder jetzt, was mir auch irgendwo im Herzen wehtut, denn man hat ja die Gilde auch selbst lange Zeit begleitet. Ich habe persönlich das Gefühl, dass ich so ein bisschen jetzt einen Stein ins Rollen dadurch gebracht habe, aber vor mir haben ja auch schon andere Leute die Gilde verlassen, nur ich habe es halt schon längerfristig mal erwähnt, mit den Gedanken gespielt zu haben, zu wechseln. Und ja, auf der anderen Seite kann man es der Gilde halt auch selbst irgendwo zuschreiben, weil die halt auch immer inaktiver geworden ist. Hier sind immer noch sehr, sehr, sehr krasse Leute am Start, ne? Dwayne unter anderem hier auch. Osman auch, mit dem ich mich lange Zeit gebettelt hatte. Duratin ist hier auch noch mit von der Partie, der auch noch sehr stark ist, und viele andere, die hier auch noch gut was zu sagen haben auf dem Server. Aber wenn ihr mal so ein bisschen unten rechts geschaut habt in die Leiste, dann seht ihr, dass hier ein Großteil mit 30er Mount spielt. Und das hatte mich damals schon so ein bisschen immer gestört gehabt, weil halt die meisten Leute, die hier sind, die sind zwar da, aber irgendwo auch nicht. Ne? Also die sind vielleicht aktiv in der Gilde, ne? Die sind vielleicht, spielen auch ihre Alu so vor sich hin, aber es fehlte halt so ein bisschen eben dieses Gildending halt so. Ne? Und ihr seht halt rechts die ganze Zeit an der Seite, ich kann hier leider nicht raufklicken, weil ich das im Video nicht zeigen möchte, ununterbrochen. Also seitdem ich hier in der Gilde bin, ununterbrochen ist wirklich der Gildenchat hier aktiv, und das auf so einem alten Server. Hier passiert gerade so viel, hier ist so viel Dynamik drin auf dem Server. Es ist ein richtig krasser Umschwung, sag ich mal so. Ne? Hier weht eine richtig fette Brise, sag ich mal. Ne? Was lange Zeit eingeschlafen ist auf dem Server, ist jetzt gefühlt wieder aktiv geworden, und es ist so, als ob ich hier so gefühlt neu anfange, weil hier sich so viel tut momentan gerade. Flames of Destiny wird ziemlich schnell jetzt bald vom Thron gestoßen werden. Wer das Echte war auch noch eine Gilde gewesen, die sich lange Zeit mit Celtic auf einer Stufe bewegt hat. Hatte ja unsere Gilde sogar überholt im Elevator, also damals Flames of Destiny. Wir waren ja auf Platz 3 im Elevator, Celtic Platz 1 und Wer das Echte Platz 2. Also die waren schon besser als Flames gewesen, damals schon, und deswegen auch mit Celtic wirklich sehr, sehr krass unterwegs. In der Olsenbande haben wir auch noch sehr krasse Spieler, unter anderem Teufel und Psycho. Psycho nach wie vor immer noch der stärkste von den Basispunkten her auf dem Server. Und jetzt ist es momentan der Fall, dass sich halt eben die Stärksten auch aus Flames in die stärkste Gilde des Servers getan haben, was halt eben Celtic ist, und repräsentieren jetzt quasi bald S31 auch international, ne? Was halt vorher auch lange Zeit Flames gewesen ist. Ne? Okay, das Ganze ist buggy, das hatten wir gestern auch im Stream. Das sieht hier sehr, sehr lustig aus, wenn man hier die Gildenfights anschaut. Also international brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Wert drauf legen, weil die Gildenhalle bzw. die Gildenkämpfe auf den neuen Backend-Servern sowieso nicht funktionieren. Hier sind es auch nur die Aims of Destiny. Ja. Also hier braucht man wirklich gar nicht viel irgendwie drauf geben. Leider, es wäre wirklich schön, wenn man mehr international sich mit anderen Spielern messen könnte, damit die Motivation auch nicht nur serverweit, sondern international auch ein bisschen mehr gefördert wird. Und
hier passiert wirklich gerade ein großer Umbruch. Ja, es sind natürlich auch, weil Celtic halt auch eben eine komplett 50-Member-basierte aktive Gilde ist, mussten auch 2 aktive Leute auch aus Celtic natürlich wechseln, weil halt eben ja, Seth und Mordae halt eben auch gekommen sind, die halt eben nochmal sehr, sehr krass das Ganze unterstützen. Und Celtic ist halt sogar so extrem, dass sie halt auch eine Wing-Gilde hier am Start haben. Hier sind zwar auch nur 30 Leute drin, ne, aber hier sind dann halt auch eben, ja, unter anderem die gejoint, die halt eben auch bei Celtic aktiv gespielt haben. Ne? Und das ist hier eine durchweg aktive Gilde. Die Ritterhallenpunkte sind seit eh und je auf 1000. Wir haben jetzt 530er Durchschnittslevel. Wir können uns mal vergleichen jetzt hier mit Wert das Echte, wo die vorher, ja, weiß ich nicht, relativ nah beieinander waren. Celtic war immer noch ein Stückchen drüber, aber nicht viel. So, und jetzt mittlerweile hat sich hier schon ziemlich krasser Abstand entwickelt. Es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass die stärksten Spieler sich so in der aktivsten Gilde zusammen fusioniert haben, so ein bisschen. Was halt jetzt spannend zu beobachten ist, was passiert jetzt mit Flames of Destiny? Wie wird das hier das Ganze weiter geschehen? Also ich bin da auch sehr gespannt drauf, was die Zukunft hier noch bereithalten wird, weil so wie Flames jetzt ist, wird es, denke ich mal, nicht bleiben. Entweder ja, passiert hier noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein Weltwunder und die kriegen noch irgendwie neue Leute ran, was nicht der Fall ist. Im Gegenteil, es liefen immer mehr Leute aus der Gilde. Als ich gelieft bin, da waren es 45. Ja, dann kamen 2 rüber und zwar auch noch ja, die Gildenleitung mit dem stärksten Magier noch nebenbei. So, ne, weil ich glaube, die auch zusammenspielen irgendwie. Ne? Und ja, jetzt ist einfach High Endurance hier, Grüße gehen raus an dich, einfach der Gildenleiter von Flames of Destiny. Was lustig ist, einer der Leute, die halt wegen mir eigentlich angefangen haben, auf dem Server zu spielen, um halt mit mir in einer Gilde früher spielen zu können, ist jetzt einfach die Gildenleitung geworden und ich bin halt eben, ja, schweren Gewissens halt eben gewechselt so, ne? Aber ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe die Entscheidung nicht für andere, sondern eben für mich getroffen. Und hier auf so einem alten Server neue Leute ranzukriegen, ist halt eben extrem schwer. So, guck mal, selbst der NoSpam, was ja hier der Stefan ist, ein Real-Life-Kollege von mir, der ist halt eben auch in der Gilde, die nicht Platz 1 ist, weil Platz 1 Gilde ist es halt eben nicht mehr. Die ist zwar noch auf Papier, ist sie noch Platz 1, aber in der Theorie, beziehungsweise in beiden Sachen so, in der Praxis halt auch, sind sie halt nicht mehr auf Platz 1. Nur noch eben hier, das ist dieses scheinmäßige Platz 1, was hier noch am Start ist. Die werden auch unter Wert das Echte noch fallen und vielleicht auf lange Sicht sogar noch unter die Olsenbande, denn die darf man auch nicht vernachlässigen, die hier 458 Durchschnittslevel haben und ich weiß nicht, ja, ob das nochmal besser wird, weil jetzt sogar Flames, wenn jetzt die ganzen Hohen gelieft sind, noch sogar ja, vom Durchschnitt her noch ein schlechteres Level jetzt haben, weil halt eben auch so viele Leute fehlen und vor allen Dingen auch viele hohe Leute, die noch sogar unter der Olsenbande sind. Anarchie 13, 473 haben wir hier. Ja, was hatte Flames? 451. Also die sind sogar noch unter der Anarchie Death Knights 430. Ja, also keine Ahnung, was hier noch passieren wird, denn bis zu Platz 6 sind alle Gilden voll. Wo sollen sich die Leute aufteilen? Wird sich nochmal eine, weiß ich nicht, eine Wing-Gilde fusionieren? Also ich hatte mir auch schon viele Gedanken gemacht, was passiert so jetzt mit den Leuten? Werden die aufgeteilt? Am besten, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil halt, ich weiß nicht, wer der Originalgründer ist von Flames of Destiny, denn Seth darf man jetzt auch nicht verurteilen deswegen, weil Seth, der ja die Gildenleitung hier übernommen hatte von Flames, wollte nie die Gildenleitung haben, so wie ich das im Nachhinein wohl festgestellt habe, also hat sich da in der Rolle auch komplett fehl am Platz fühlt und das ist dann einfach so passiert. Das heißt, die Gildenleitung wurde ja anscheinend wohl hin und her geschoben in Flames. Das ist im Nachhinein auch sehr spannend zu beobachten mal und deswegen weiß ich nicht, wer die Originalgründung von Flames of Destiny damals hier ins Leben gerufen hat.
Ja, auf jeden Fall wurde halt eben die Verantwortung ungewollt übernommen von der Gilde damals von Seth und deswegen fiel der Wechsel auch wohl nicht sehr schwer. Deswegen, da muss man das auch nochmal die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ja, umso schwieriger fiel es mir eigentlich, muss ich sagen, weil ich gedacht hatte, das wäre so gewesen, dass halt eben die Leute hier alteingesessen sind, aber wahrscheinlich herrschte hier in der Gilde eh schon relativ viel Dynamik vorher schon und hier sind ja auch immer sehr viele Leute gegangen und gekommen. Und ja, wie gesagt, es ist spannend zu beobachten. Was ich halt jetzt vorschlagen würde, ist halt, wenn Flames irgendwie die aktiven Leute noch in Celtic Junior oder so reintut, weil hier sind noch 20 Plätze frei. Und das wäre halt eben nochmal so eine Möglichkeit zu sagen, jo, hier sind nochmal aktive Leute am Start. Bei Flames sind auch noch, die sind auch alle aktiv, ne? Das darf man nicht vergessen, die sind ja aktiv, nur halt eben nicht mehr so krass. Ja, ich weiß halt eben nicht, wie schwer der Wechsel fallen wird, vor allen Dingen für die Leute, für die Oberen hier noch, die halt vielleicht auch noch ein bisschen andere Ziele haben. Vor allen Dingen bei Drainey bin ich dann auch noch gespannt, wo es ihn dann noch hin verschlägt, ob er da noch bleiben will oder nicht. Ähm, oder halt eben in diese Wing-Gilde geht oder sich aufteilt noch in andere Gilden hier vielleicht oder auch zu uns kommt und wir noch Platz machen für Celtic Junior oder so, was auch immer sehr, sehr eine schwierige Entscheidung ist, weil das ist natürlich auch hier eine super aktive Gilde und es ist natürlich auch schwer, sich zu verabschieden. Deswegen auch nochmal ja, krassen Respekt an die Leute, die jetzt hier rübergegangen sind, um halt eben Platz zu machen für Seth und Mordai, um halt eben hier eine so eine Mega-Gilde zu kreieren. Das ist schon heftig. Vor allem, ich finde es geil irgendwo, weil jetzt hat man halt so eine echt Endlaser-Gilde so auf dem Server. Die Gildenhydra wird extrem hochgejagt und wir stehen halt auch international ziemlich krass da. Auf der anderen Seite ist es lokal für den Server echt ein bisschen schwierig, weil halt Celtic jetzt eben unangefochten auf die 1 wandern wird. Flames wird absinken bis in die Versenkung. Wer weiß, was noch passieren wird mit der Gilde. Ich sehe schwarz, muss ich sagen. Ich glaube, das lässt sich nicht mehr retten. Ich glaube, hier werden nach und nach Leute immer weiter lieven und sich noch in aktivere Gilden aufteilen. Und ja, da bin ich gespannt. Es herrscht auf jeden Fall eine krasse Dynamik gerade hier auf S31, was halt lange Zeit nicht so gewesen ist. Und das halt eben durch diesen Umschwung. Jetzt nicht von mir aus so jetzt direkt. Ich habe es nur noch mal öffentlich gemacht, so, was halt eben abgeht auf dem Server hier. Und ja, dieser Trend hält sich jetzt auf jeden Fall weiterhin an. Also für Flames war es jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass die einen Rang im Elevator hier abgekriegt haben. Einer der Treppchen-Ränge, sag ich mal. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ne? Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass ich hier in der Gilde gelandet bin, dass die Leute mich hier auch aufgenommen haben. Denn hier herrscht wirklich ein sehr cooles Gildenklima. Es ist alles sehr aktiv und sehr, ja, es kommt einem sehr familiär vor auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich mir so gewünscht habe. Es ist ein neuer, erfrischender Wind auf jeden Fall für mich hier auf meinen alten Main, wo halt lange Zeit wenig passiert ist. Aber das gibt einem nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen was mit irgendwie auf dem Weg. Es ist halt eben nur schade, dass halt wahrscheinlich die Konkurrenz sehr abgeschlagen sein wird jetzt, nachdem halt eben die ganzen Mega-Leute noch ja, zu Celtic gekommen sind. Deswegen hoffe ich einfach, dass zum Beispiel so ein Sir Webster und ein Teufli oder so ein Psycho halt eben auch nicht großartig wechseln werden, weil dann wäre die Konkurrenz in den Top-Rängen untereinander komplett weg und das muss unbedingt so bleiben, dass hier die beiden weiterhin noch auf den oder in deren Gilden bleiben und ich glaube, das wird auch so bleiben, denn ja, Werthers Echte und Olsenbande sind auch gestandene Gilden hier auf S31 und ich glaube, die wird auch so schnell keiner platt bekommen. Ne? Im Gegenteil, die werden jetzt auch noch beide in Rang aufsteigen. Wahrscheinlich wird Werthers Echte Rang 2 werden und Olsenbande Rang 3 und Flames wird dann irgendwo 4 oder 5 denn sein, je nachdem. Vielleicht wird auch Anarchie noch ein bisschen auf Platz 4 oder so wandern. Das wird passieren und ich bin sehr gespannt, wie sich die Reise hier weiterhin noch entwickelt auf S31. Ich lasse euch auf jeden Fall davon teilhaben. Ich finde es ziemlich interessant zu beobachten und ja, das soll es auch soweit gewesen sein.
Ich freue mich auf den nächsten Elevator, muss ich sagen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was wir hier erreichen. Ich hoffe, es wird auch wieder so eine kleine internationale Liste, vielleicht vom Viper, wenn er sich die Mühe macht, geben, um halt eben zu sehen, wie halt eben auch die oder wie wir als Gilde international dastehen, weltweit zu den anderen Gilden, jetzt wo wir halt noch mehr gebündelte High-End-Chars in der Gilde haben, werden wir bestimmt international deutlich, deutlich besser dastehen als vorher. Und ich bin gespannt, wo uns das Ganze hintreibt. So. Ja, Leute, wenn euch das Ganze auch interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen durch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen und supporten. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.